Das ist das größte und luxuriöseste voll integrierte Modell, ja, was es bei Euramobil gibt. Es hat 3 Achsen und ist wirklich sehr lang. Ja, wir haben den Holger hier, den Chef von Euramobil, und der wird das Ganze jetzt mal erklären, was da alles drin ist, was es alles kann. Und sogar aus China sind sie gekommen und machen Berichterstattung für YouTube, um dieses Fahrzeug zu sehen. Es erfüllt unglaublich viele Wünsche. Ich grüße dich, Holger. Hi, grüß dich. Ja, das ist ein tolles Fahrzeug. Wenn man es so von vorne sieht, denkt man, na ja, aber von der Seite, komm mal mit. Der ist lang, ich kenne den, du. Wir bauen die und insofern wissen wir, wie lang die sind. Die sind 8,90 Meter lang, ja, diese Fahrzeuge. Ja, das ist, ich sag mal, normalerweise in der Klasse der etwas höheren Fahrzeuge, dass die 8 Meter oder ich sag jetzt mal 9 Meter lang sind. Aber ich habe hier was ganz Besonderes. Das Fahrzeug ist relativ tief und ist dadurch natürlich auf der Straße richtig stark, oder? Ja, also das Fahrzeug hat einen Tiefrahmen, ist ein Fiat mit Frontantrieb, das heißt hinter dem Fahrerhaus abgeschnitten, hinten ein ganz anderer Rahmen dran mit 2 Breitspurachsen, mit einer deutlich größeren Breite, 1,89 Meter Breite. Und damit liegt das Fahrzeug, es hat auf der Straße, hat einen tieferen Schwerpunkt und mehr Lademöglichkeiten. Deshalb machen wir das. Ja, stark ist das Heck, das haben wir, glaube ich, schon gesehen bei dem Mercedes-Benz, oder? Das hast du richtig aufgepasst. Das ist das gleiche Heck wie bei dem Mercedes-Benz. Das ist die Baureihe Contura gewesen. Hier ist die Baureihe Integra. Das ist unsere Oberklasse. Diese Baureihe Integra steht für integriert. Und Contura für konturiert, also teilintegriert. Und beides, das hatten wir vorher schon aufgenommen, mit den 5 Sternen, also sprich ganz, ganz oben in unserer Hierarchie. Ja, man sieht das hier unten, das ist so ein bisschen angedeutet. Das könnte auch eine Auspuffanlage sein, so ein bisschen von der Optik her, ja. Das heißt sportliches Design, oder? Ja, das ist diese Diffusor-Optik, die hinten, da ist die man heute eigentlich bei allen möglichen Fahrzeugen findet, bei Offroad-Fahrzeugen am meisten, aber auch bei jedem Audi zum Beispiel. Ja, das ist unglaublich stark. Das heißt, wenn man hier vorbeifährt, man kennt ja diese Fahrzeuge noch ein bisschen kürzer, das macht schon einen ganz tollen Eindruck. Es bietet unglaublich viel Raum. Ja, also von hinten siehst du ja nicht, wie lang die Fahrzeuge sind. Ja, also sehen sie alle gleich aus, ob sie jetzt 7 Meter lang sind oder wie dieses Fahrzeug fast 9 Meter. Aber natürlich bei 9 Metern hast du 2 Meter mehr Raum, das ist richtig. Eine Riesengarage ist mit drin, die ist standesgemäß, das heißt, hier kriege ich Fahrräder rein, hier könnte ich einen Roller reinkriegen, alles was ich möchte. Ja, hier kriegst du alles rein, auch das ist uns wichtig von der Zuladung her. Das heißt, wir sind ja hinter der Hinterachse oder hinter den beiden Hinterachsen. Auch dort ist es wichtig, dass wenn man einen Roller reinmachen will, dass man auch die nötigen Lastreserven hat, ohne dass das Fahrzeug vorne hochgeht. Ja. Ja, er hat hinten 2 Achsen. Einziger vielleicht Wermutstropfen ist vielleicht die Maut, die in einigen Ländern ein bisschen teurer ist mit 3 Achsen, muss man dazu sagen. Aber in der Klasse, mein Gott, wenn man dann mal nach Südfrankreich fährt, einen Tod stirbt man immer. Genau, dann ist es so. Oder man fährt runter von der Autobahn und fährt über die Landstraßen, dann sieht man auch mehr von der Landschaft. Ja, ich zeige das mal gerade. Das ist so eine Carbon-Optik, die ihr hier aufgebracht habt. Sehr, sehr aufwendig foliert. Also es ist, glaube ich, ein Hingucker. Ja, da absolut. Das ist auch sehr aufwendig gemacht. Also bei uns im Werk haben wir eine externe Firma, die bei uns diese hochwertigen Dekore klebt, weil dazu muss man Fachfrau sein. In der Regel sind es Damen, die das machen, um das handwerklich so ordentlich hinzubekommen. Ja, das geht um Spaltmaße wahrscheinlich. Es muss genau geklebt werden. Die werden ja auch nicht am Stück geliefert, nehme ich an. Das heißt also, das ist perfekt. Und das hier sieht aus wie lackiert. Du siehst es ja auch hier daran, dass wir hier Unterbrechungen haben. Ja. Das ist ganz wichtig. Natürlich müssen diese Spaltmaße passen, das ist ganz wichtig. Aber diese großen Teile am Stück anzubringen, ohne dass dann Lufteinschlüsse oder Staubeinschlüsse sind. Das reicht ja schon, wenn ein Staubkorn drunter ist, dann kann man ja alles wieder wegwerfen und wieder von vorne anfangen. Das muss einfach tipptopp sein. Das ist wichtig. Ich glaube, nur rein weiß, das wird dem Fahrzeug gar nicht stehen. Es macht eine unglaubliche Dynamik, ansteigend, linermäßig. Das heißt, die Fenster werden verkleidet hinter einem schwarzen Hintergrund. Das kennt man von den absoluten High-End-Nobelmarken, die da sind. Das hier ist auch schon High-End. Wo liegen wir ungefähr preislich bei dem? Das ist High-End, das kann ich dir sagen. Ja, okay, ich nehme es zurück. Wir sind hier bei 120.000 aufwärts mit diesem Fahrzeug. Man kann auch bis 150 hier hochgehen, je nachdem, was man an Ausstattung reinmacht. Ja, ich habe einen großen Spiegel dabei. Dann habe ich eine starke Zugmaschine. Ich nehme an, ich habe einen großen Motor drin. Ja, wir haben in der Regel, das kannst du bestellen, wie du willst, aber mindestens 160 PS, glaube ich, bei diesem Modell. Man kann auch 180 PS haben. Ich glaube, dass
3/4 der Autos hier Automatikgetriebe haben. Wir haben Kurvenlicht, wir haben viele, viele Dinge, geht alles elektronisch hierbei. Wir haben viele, viele Dinge, die einfach hier absolute Oberklasse sind. Ja, es gibt eine neue Automatik, die euch sehr entgegengekommen ist. Das heißt bei Fiat Ducato, ihr seid dort entsprechend dagegen gefiebert. Die Automatik kommt von ZF, sie kommt sogar aus dem Saarland, eine 9-Gang-Wandlerautomatik. Die ist sehr smooth und mittlerweile bestellen die Leute die wirklich stark. Ja, das ist richtig. Ich interpretiere, du kommst auch aus dem Saarland? Ja, steht hier. Ja, ach, da steht es ja. Ach, ja. Ja, ganz genau. Also die ZF-Automatik, 8-Gang-Automatik ist ein Top-Getriebe und mit das Beste, was im Augenblick im Light Commercial Vehicle Bereich auf dem Markt ist. Das ist so. So, ich zacke auch mal hier vorne. Hier ist Carbon. Ich meine, nur von außen. Man könnte eine Stunde drum rumgehen und sich einfach nur mal angucken. Das tun die Leute auch, oder? Ja, also ja, wobei du hast das richtig gesehen. Das ist ästhetisch, ist das toll. Wobei die meisten Kunden durchaus mehr nach innen schauen. Echt? Ja, weil nicht vergessen, es ist ein Haus. Es ist ein Haus auf Rädern und die Leute kaufen es auch. Die kaufen es nicht zum Fahren. Guck mal, die hier kaufen unten, es zum Wohnen, aber die wollen kleine, da drin sein. Ja? Das kleine Fenster, was ihr eingelassen habt, wo ich zuerst dachte, es wäre hier ein Silberstreifen. Nein, es geht nach innen rein. Das heißt, ich kriege eine ganz tolle Sicht nach außen auch. Das heißt, ich sehe mehr. Ja, das ist eine Sicherheitsangelegenheit, ja, dass du rausschauen kannst und kannst sehen, ist da ein Kind oder ein Fahrradfahrer, der abbiegt. Das ist ganz wichtig. Trotzdem ist diese gerade Linie beibehalten worden, weil es einfach dem Fahrzeug mehr Ruhe gibt und wir können hier ein Fenster integrieren, was natürlich gerade laufen muss. Ja, das sieht man auch, das sind Schiebefenster drin, das gibt es bei den großen Linern, ist das Standard. Wir haben einen voll integrierten und schauen uns das Ganze mal an, die Markise, schätze mal 7 Meter, wie lang ist die? Die längsten sind 5,50 Meter lang. Okay, klasse. Aber ein Hinweis an der Stelle, weil du gerade sagtest, bei den Linern gibt es diese Schiebefenster. In der Tat, bei vielen Linern gibt es Schiebefenster auf beiden Seiten. Dieses Fahrzeug hat eine Fahrerhaustüre. Nein. Ja. Das gibt es zum Beispiel bei den ganz großen gar nicht. Genau, ja, da siehst du mal, da haben wir mehr als die ganz großen. Und diese Fahrerhaustüre ist uns ganz wichtig, weil es ist zum einen eine Sicherheitsangelegenheit. Es ist zum anderen auch praktisch, wenn ich zum Beispiel tanke, ja, dass ich beim Tanken nicht immer durchs ganze Auto laufen muss. Vielleicht stehe ich irgendwo in einer Pfütze und habe noch etwas Öl an den Füßen. Diesel. Diesel an den Füßen stinkt wie Larry. Ja, dann kann ich hier einsteigen. Ja, außen ist der Diesel-Einfüllstutzen, direkt neben dem Elektrostutzen. Und hier, da schautest du gerade drauf, ist AdBlue. Ja, es ist ein Euro 6 D-Temp-Fahrzeug, wo natürlich dann mit Harnstoff nochmal die Abgasreinigung erfolgt. Das ist auch schön gemacht mit den Schließern hier. Ich kann mich auch verdunkeln, wenn ich möchte, abends. Und ja, ich habe das typische Fiat Ducato, aber ihr habt so die Verbreiterung hier im Innenraum habt ihr schön gelöst. Ja, wir haben immer wertige mit hochwertigen Materialien, also mit Leder oder Kunstleder, mit Holzapplikationen, dass der Raum vorne auf der einen Seite zwar Fahrerhaus ist, was beim Tag, wenn man fährt, automotiv sein soll, aber auch abends nicht stört im Wohnraum, damit ich mich wohlfühlen kann, wenn ich dort gemütlich sitze. Ja, schön, dann gehen wir am besten mal rein. Der ist auch drehbar, der Sitz, nehme ich an. Der ist drehbar. Genau, der hat einen Drehschemel. Geh du rum, ich bin hier drin und warte auf dich. Dreh schon mal rum, wenn du willst. Ich habe eine ganz kurze Frage. Echtglasfenster? Nein, das ist Polyacrylfenster. Ja. S-Glasfenster sind nicht mehr erlaubt. Das gab es früher in manchen Ländern, in Frankreich zum Beispiel. Ehrlich? In Deutschland nicht mehr, ganz genau. Es ist auch der Vorteil, dass die Fenster viel leichter sind. Ja, weil ein Echtglasfenster ist sehr schwer, weil wir brauchen ja auch Doppelfenster. Wenn wir ein Glasscheiben hätten, gäbe es ja auch Kondenswasser, was innen drin runterlaufen würde. Und das sieht man hier, ich glaube das mal hoch. Du siehst, dass es sind 2 Scheiben, die dann zusammengeklebt sind. Und wichtig jetzt, das haben wir seit einem Jahr ganz neu, dass die Außenscheibe die glatte Scheibe ist. Früher war die Außenscheibe die gewölbte Scheibe. Und jetzt ist die Außenscheibe die glatte Scheibe und damit hat das Ganze eine noch flachere automotive Optik. Und wahrscheinlich, es pfeift ja nicht mehr so stark. Nein, gepfiffen hat es vorher auch nicht. Ja, das hätte den Kunden ja auch gestört. Aber es ist einfach schöner. Aber das ist schön, dass du es erwähnst mit dem Pfeifen. Fahrgeräusche ist eigentlich das, was die Kunden am meisten ärgert. Diese Karosserie, die ist nicht geschraubt an manchen Stellen, sondern sie ist formschlüssig und kraftschlüssig verklebt. Das heißt, die ganze Karosserie, der Boden ist auf dem Fahrgestell verklebt,
Die Seitenwände sind mit Profilen auf der Bodenplatte verklebt und das Dach ist mit diesem Profil, was du hier siehst, auch verklebt mit der Seitenwand. Okay, so, sehr steif, oder? Das ist sehr, sehr steif. Das ist geklebt alles. Es gibt auch Schrauben, die aber nur zum Abbinden dienen, bis der Kleber voll gegriffen hat. 2 Komponentenkleber, wo wir die Geschwindigkeit des Klebers einstellen können. Und danach kann man die Schrauben rausmachen. Das heißt, wir haben keine Schrauben und es ist wichtig, für eine Schraube braucht man Schraubengrund, also ein Teil aus Polyurethan oder früher aus Holz, bei Wohnwagen kennt man das, was dann auch bei Feuchtigkeitseintritt faul werden kann. All das kann es hier nie geben, weil wir das gar nicht da drin haben. Und diese kraft- und formschlüssige Verbindung, die wir haben, bringt auch viel weniger Vibrationen. Wenn ich so alle 20 cm schraube, habe ich ja mehr Spiel, als wenn ich formschlüssig verbinde. Und damit haben wir einen sehr steifen und sehr ruhigen Aufbau. Das ist ganz wichtig. Hightech, oder? Die Kleber. Hightech. Diese Klebesachen, wenn man bei uns in der Fabrik schaut, die ganzen Klebeautomaten, die wir haben, also Kleben ist wirklich Hightech, weil nicht klar ist, was jetzt Luftverunreinigung mit sich bringen kann in der Produktion an Einschränkungen der Klebeverbindung. Stark. So, ich komme mal von der anderen Seite. Ja, weiter bitte. Oh ja, kommt mit. Ja, jetzt hereinspaziert hier bei uns. Mensch, was ich heute alles lerne. Ja. Warte mal kurz, ich halte mal kurz von außen drauf. 136.480 Euro, Integra 890 EB, Einzelbetten nehme ich an, heißt Richtig, EB. Einzelbett, ganz genau. Ich lerne hier einiges. Länge ist 8,99 Meter, 2,32 Meter Breite, Höhe knapp 3 Meter, 2,92 Meter. Ja, und da gehen wir mal rein, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, reinspaziert. Ja. Ach ja, die Optik so oder so ähnlich kenne ich schon ein bisschen, aber es ist größer. Es ist größer, aber du hast das vollkommen richtig erkannt. Das ist die gleiche Innenoptik wie in dem Modell, was wir gesehen haben, Contura. Contura steht bei Auramobil für die hochwertige Klasse der teilintegrierten und Integra, Nomen est Omen, steht für die integrierten Fahrzeuge. Ja, aber viele Dinge, die du gerade eben gesehen hast, sind hier auch drin. Was hier größer ist, ist zum Beispiel der Toilettenraum. Ja, das hatten wir eben auch schon gesehen, aber hier ist es noch komfortabler, noch breiter. Und wenn du mal hier reinkommst, lade ich dich ein, können wir zusammen duschen. Ja, und dann hat man, wenn man hier zumacht, ich mach mal zu, hast du deine Ruhe. Ja, dann hast du ein komplettes Raumbad, wo du duschen kannst, dich waschen kannst, dich schminken kannst. Auch für Leute, die vielleicht nicht so ganz schlank sind, das soll es ja auch mal geben, ja, die dann sich auch mal drehen müssen, auch eine gewisse Höhe haben. Wenn du dich mal kurz reinstellst, stell dich mal rein. Also ich bin mal die Höhe. 1,74 Meter groß und du siehst hier oben noch genügend Platz dabei. Ja, so ein DIN A4-Blatt drüber, also ein Meter, knapp 2 Meter Höhe geht. Das ist auch wichtig hier. Ich sagte ja vorhin schon, wir haben bei unseren Fahrzeugen überall 1,97 Meter Höhe. Mhm. So, das heißt, Personen mit 1,97 Meter können drin stehen. Und wir haben, dadurch, dass wir einen Doppelboden haben, hier drunter einen Keller, haben wir zum Beispiel die Wassertanks und alles in den Keller drin. Und der Wasserabfluss kann alles nach unten gehen. Mhm. Manche Hersteller, die das nicht haben, die müssen die Duschen auf einen Sockel setzen. Das ist der Radkasten, das ist nicht der Sockel, also wegen der so hoch, damit das Wasser abfließt. So, und in dem Moment habe ich nicht mehr die komplette Innenhöhe als Stehhöhe. Mhm. So, und wenn ich dann nur noch 1,78 Meter oder so in der Dusche drin habe und muss mit schrägem Kopf duschen, weil ich 1,88 groß bin, dann wird es unbequem. Das haben wir hier absolut nicht mit unserem Doppelbodenkonzept und unserem hohen Innenraum. Schön ist natürlich, dass ich mich komplett vereinzeln kann. Das heißt, ich kann auch mal, wenn hinten einer schläft, kann ich hier duschen. Boah, das ist schon groß. Das ist super. Ja, aber das ist halt häufig, wenn ein Partner hinten schläft. In der Regel werden die großen Autos zu zweit gefahren. Je länger, desto weniger Leute drin, alte Regel. Und wenn ein Partner hier schläft, kann der zweite sich duschen, sich fertig machen, vorne die Zeitung lesen, Kaffee kochen oder die Brötchen schon holen. Das Schöne ist auch, ich habe die Schränke, ich setze mich mal kurz hier drauf, dann kann ich das mal zeigen. Ich habe die Schränke an der richtigen Stelle, sodass ich mich duschen und fertig machen kann und komme an alles ran. Ja. Ich komme an meine Unterwäsche dran. Ich habe hier, wenn du gerade so liebes Thema aufmachst, Frauen interessiert ja immer, habe ich genug Kleiderschränke? Ja. Habe ich, sogar auf beiden Seiten, richtig? Sogar auf beiden Seiten, mal gucken. Hier habe ich auch einen Kleiderschrank. Genau. Also das ist für den Herrn jetzt hier, weil der ist kleiner. Ja, ich verstehe.
So, da kann man sich aber auch einigen, dass der Herr zum Beispiel ein paar Schubfächer kriegt, die Frau kriegt 2 Kleiderschränke und so weiter. Da kann man das ausmachen. Das ist Verhandlungssache. Verhandlungssache. Das ist Verhandlungssache. Das kannst du natürlich dann gegenkompensieren, indem du ein Fach für Bier in deinem Kühlschrank kriegst. Zum Beispiel. Hier ist der Fernseher, der ist nicht vormontiert. Die Kunden können frei bestimmen, wo sie es gerne hätten. In der Regel ja. In der Regel ja. Es bieten sich bestimmte Ecken an im Fahrzeug, die wir dafür vorsehen. Dort haben wir in der Regel dann auch die Anschlüsse da. Aber man kann auch dann Anschlussleitungen an andere Stellen legen. Ja, ich bin hier schön hoch, das heißt, ich blicke raus. Und ja, das Lichtspiel, ist das neu hierhin? Nein, das ist jetzt im 2. Jahr, glaube ich, 3. Jahr. Das hängt jetzt vom Modell ab. Also ein Einzelbettenfahrzeug ist anders als Hexsitzgruppe und so. Aber wir versuchen halt immer, die Fahrzeuge so zu gestalten, dass sie Gemütlichkeit und Wertigkeit und Heimlichkeit rüberbringen. Der Kunde soll sich wohlfühlen. Der Kunde ist im Urlaub und er soll sich erholen. Das ist das A und O dabei. Sag mal, wenn ich dich mal fragen darf, wie hat denn das Ganze angefangen? Du baust wahrscheinlich schon in der 19. Generation ein Reisemobil, oder? Nee, so kann man das nicht sagen. Also ich habe schon als Student mir selber Fahrzeuge ausgebaut, das ist schon richtig. Ja. Und bin dann auch über die Unternehmensberatung zu einem Reisemobilhersteller gekommen, zu einem ganz anderen. Bin dann zu Euramobil gewechselt und bin seit über 20 Jahren jetzt schon bei Euramobil tätig. Und ist schön da? Ja, super. Warum? Ja, weil wir sind früher mal ein kleiner Hersteller. Jetzt sind wir größer geworden. Wir gehören seit 15 Jahren zur größten europäischen Gruppe für Reisemobile. Ja. Zur Trigano-Gruppe in Paris an der Börse sind wir. Okay. Wir sind Marktführer in Frankreich, Italien, England, Spanien, überall außer Deutschland. Da wollen wir es noch werden. Und wir vertreten so ein bisschen die deutsche Seite für unsere Gruppe. Und das ist immer schön, weil es sehr international ist. Da geht es Italienisch zu Französisch, Spanisch und da lernt man viel. Und es ist sehr europäisch und man kriegt auch viel mit über die verschiedenen Länder. Das ist alles Europa, aber es ist trotzdem sehr unterschiedlich. Also die Geschmäcker sind anders, was Farben angeht, was jetzt Raumaufteilung angeht. Also es ist sehr, sehr interessant. Holger, ich habe so ein bisschen den Eindruck, als ob du die Fahrzeuge sehr genau kennst. Du bist trotzdem der Chef da. Das heißt, du schaust überall drüber? Das kann ich jetzt nicht mehr so genau, wie das mal früher war, als wir erst hatten wir eine Marke, dann 2, dann 3. Jetzt haben wir die 3 eigenen Marken, Euramobil, Karmann und Forster. Wir verkaufen aber auch Marken unserer Gruppe. Wir haben eine Organisation, das Trigano Haus, das ist auch bei uns in Sprendlingen. Dort verkaufen wir auch Challenger, Benima, Rollerteam und Mobilvetta. Also eine Marke aus Frankreich, eine aus Spanien und 2 aus Italien, aus unserer Unternehmensgruppe. Wir verkaufen in der Summe 8.500 Fahrzeuge. Ja, also 8.500 Fahrzeuge, hauptsächlich in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Und das ist schon viel und wir haben 7 Marken, ja, und wir haben, ich weiß gar nicht wie viel, vielleicht 200 verschiedene Modelle. Aber Euramobil ist natürlich unsere Stammmarke, die auch direkt in Sprendlingen produziert wird und da hängt das Herz natürlich ganz besonders dran. Ja, das Ganze ist, wenn man es nicht kennt, also das Thema ist ja auch die Kommunikation. Man sieht die Fahrzeuge auf der Straße und die Kunden wissen ja gar nicht, für was soll ich mich jetzt entscheiden. Ja, dann ist ja oft auch die Nähe zum Fachhändler ist ja ganz entscheidend. Bin ich da, habe ich vielleicht der Nachbar, der hat auch eins, der erzählt dem, wie toll und er zufrieden ist. Wie sollen denn die Kunden vorgehen mit der Auswahl? Also es ist in der Tat schwer. Es gibt sehr, sehr viele Modelle. Es ist sehr stark eine Frage des Vertrauens. Eine Marke ist schon mal das Erste, also Euramobil ist eine bekannte Marke, eine Qualitätsmarke, da sagen die Kunden, kannst du kaufen. Aber genauso wichtig ist natürlich der Fachhändler. Ja, das ist wie beim Auto, man kauft eine Marke, aber man kauft es aber dem Händler A und nicht beim B, weil der vielleicht das bessere Image hat, weil man das kennt von Freunden her. Und so ist es bei uns auch. Wir haben ein breites Händlernetz in ganz Deutschland für jede Marke. Das ist auch teilweise gleich, teilweise unterschiedlich. Es gibt mehr Markenhändler und der Händler, der sich über viele Jahre am besten benommen hat, der am fairsten war mit den Kunden, der einen guten After-Sale macht, einen guten Kundendienst macht, der wird in der Regel belohnt dadurch, dass die Kunden wiederkommen und dass er weiterempfohlen wird. Und das ist uns ganz wichtig, weil wir leben von der Qualität auch unserer Handelspartner. Stressiger Job? Ja und nein. Also ja, es ist viel Arbeit. Wir wachsen gerade sehr stark, trotz dieser aktuellen Zeit. Aber wenn es Spaß macht, ist der Stress nur viel Arbeit und kein psychischer Stress. Sehr schön. Ja, das wollte ich nur mal wissen, wie man dazu steht, weil ich habe schon das Gefühl, weil du eben sagst, ich habe die Wagen, die ersten selber ausgebaut. Kannst du Leute verstehen, die
die den Virus gepackt hat, die sich selbst E-Auto ausbauen, die sich so ein bisschen kaufen und das machen, das hast du selber mal gemacht. Ja, ich habe für mich selber, ich habe es jetzt nicht verkauft, aber Das meine ich. ja, aber klar, das hat auch Spaß gemacht, ja, aber ich weiß noch, als mir mal, weil ich so blöd war, eine Aufhängung von einem Wassertank um die Achse zu machen und in der Türkei ist mir das dann runtergefallen, dann stand ich dann ohne Wasser in der Türkei, das war schon blöd. Da lernt man raus aus diesen Dingen, aber heute gibt es leider immer weniger Selbstausbauer, weil es auch verdammt schwer ist, etwas zu machen, was auch nur annähernd an das herankommt, was es zu kaufen gibt. Und man spart auch nicht mehr viel, weil die Caravaning-Branche so industrialisiert ist, dass wir die Dinge günstiger einkaufen, die Materialien, dass wir hochgradig effizient produzieren, dass die Margen auch für Hersteller und Händler nicht so dick sind, sondern dünn sind. Das heißt, der Kunde kann heute eigentlich einen Kastenwagen, einen Van, wahrscheinlich genauso günstig kaufen als Neuwagen von Forster oder von Karmann Mobil, als wenn er sich das Auto kaufen würde und es selber ausbaut. Ja, also das passiert immer weniger, aber das hast du ja auch im Renovierungsbereich zu Hause, das hast du in vielen, vielen Dingen. Es ist ein bisschen schade, aber es ist halt ein Service, den wir den Kunden geben. Ja, tolles Fahrzeug. Ich habe so ein ähnliches Fahrzeug, habe ich mal gesehen, in Kroatien vor 2 Jahren. Also es war auch so Doppelachser hinten und so. Das hat mich schon ziemlich begeistert. Also die da waren, die hatten dann viel Platz und da waren wir so ein bisschen neidisch. Wenn wir noch mal kurz nach vorne gehen. Ja, also ich habe ja verschiedene Bereiche. Das heißt, ich habe einmal Wohnräume, die abgeschlossen werden können. Ich habe ein einzelnes Bad. Ich habe ein richtiges Schlafzimmer mit drin. Ich habe dann hier vorne eine Küche, die auch optisch getrennt ist mit diesem riesen Kühlschrank, der mit dabei ist, den ich ja schon kenne. Das ist auch genau mein Backofen, den ich habe von Dometic. Ach, hast du den auch? Den habe ich auch, ja. Sehr schön. Und nutzt den auch kräftig? Ja, jeden Tag. Also ich habe Nuggets gestern gemacht, also die ich reingemacht habe. Der hat einmal, achso, das hat er nicht, der hat nur normale Funktion. Meiner hat nur Oberhitze. Ja, genau. Und das ist drin. Übrigens, wer sagt, Backofen nur zum Brötchen aufbacken, man kann viel mehr mitmachen, ja. Das ist so. Also wir haben auch hast du die Grillfunktion auch? Die Grillfunktion habe ich auch. Ganz genau. Mit der Grillfunktion kannst du auch Händel machen. Genau, das ist so. Genau. Sehr schön. Aber hier so ein kleines Detail. Aber wir haben Dieses Möbelstück ist übrigens das ist wunderschön. ist gewölbt. Ja, das ist gerundet hier, was ja wichtig ist, um hier nicht eine eckige Kiste zu bauen, sondern ein formschönes Fahrzeug. Ja, das ist gewölbt und dann ein Apothekerschrank. Warte mal, ich gehe mal kurz hin, da können wir es zeigen. Was jeder natürlich liebt. Ja. Ach, hier vorne kann ich die Klamotten, ich glaub's nicht. Ja, ist ja klar. Komplett verstecke. Ich ärgere mich immer, wenn ich die Jacken sehe. Ja, die hängen in der Regel am Eingang. Ja, genau. Ja, also ich bin auch noch ein bisschen alter Prägung. Ich hänge das auch am liebsten am Eingang hin, weil die Jacke nehme ich nur, wenn es regnet. Ja, und wenn es regnet, dann ist sie erstmal nass. Ja. Und dann hängt sie erstmal hier aus und dann kann man es nachher weghängen. Ja, genau. Aber das da ist ja unglaublich pfiffig. Ja. Das ist wirklich schön. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie einen Schrank für Jacken. Wobei es gibt genauso viele Leute, die sagen, warum nimmt man so einen schönen Apothekerschrank jetzt für Kleider? Ja, die kann ich ja zum Abtropfen in die Dusche hängen und dann hänge ich sie woanders hin und mache hier mir, wenn ich gerne koche, kann ich 5 Regale mit Gewürzen machen oder mit Kräutern, wenn ich in der Provence unterwegs bin, wo wir gerne hinfahren. So hat jeder seine einzelnen Sachen, aber das ist ja das Schöne. Guck mal, ein Werk machen wir es nicht mehr, aber wir haben Dienstleister, die für uns auch so Sonderumbauten machen. Wenn jemand sagen will, ich will das ersetzt haben durch 5 Regale, dann kriegt er 5 Regale rein. Und das ist halt das Schöne dabei. Ja, das ist stark. Hier vorne habe ich noch so ganz kleine Fächer, wenn du die mal kurz aufmachst. Ja. Das ist immer gut für so Schlüsselchen. Ja, genau, das ist wichtig. Ja. Und ich glaube, hier hängen die Gläser drin. Einen haben sie nicht, doch, sollten sie eigentlich. Die sind schon weg, die Eurer Mobilgläser. Ja. Ja, 4 Gläser, damit es keinen Streit gibt. Die auch nicht klappern. Das ist also auch ein wichtiger Part. Ja, also, hängen die hier drin. Die sind dann auch schon so, dass die sich aushängen da drin. Hier kannst du die Flaschen dann da reinmachen. Beim Rotwein, Weißwein sollst du den Kühlschrank machen. Ja, also wir kommen in einer Weingegend. Ne? Also anders als im Saarland gibt es ja bei uns Wein. Neben Saarland gibt es auch Wein. Gibt es natürlich auch Wein. Genau. In Perl. Aber nicht so viel Wein wie in Rheinland-Pfalz. Das ist wirklich so. Ja, das nenne ich ja mal einen Tisch, oder? Ja, das ist ein Tisch, ja, ganz genau. Und ja, das war das, was genau, bitte. Der ist auch in der, wenn du mal ziehst, darf ich mal, der Tisch ist auch verschiebbar. Der muss natürlich dann, der ist arretiert. Wenn der gelockert ist, dann kannst du ihn auch hin und her schieben. Ja? In verschiedenen Richtungen. Ja, also dass die Leute gut mein Lieblingsplatz ist immer hier. Wisst ihr, warum der hier ist? Weil ich hier schlecht rauskomme. Da muss meine Frau dann immer das, was in der Küche vergessen worden ist, holen. Ja, das ist jetzt Geschmackssache. Ja? Und man hat einen guten Blick hier. Also,
Also hier ist wunschlos glücklich. Also Sag mal, wenn ihr die Fahrzeuge baut, so auf dem Reißbrett sieht das ja immer schön aus, ja. Testen, wie läuft das ab? wir testen unterschiedlich. Wir testen einmal neue Fahrzeuge erstmal technisch. Ja, ob das jetzt Fahrtests sind, ob das jetzt Steifigkeitstests sind, Torsionstests und sowas. Und daneben testen wir aber auch dann Benutzung. Und da achte ich auch immer darauf, dass unsere Konstrukteure fahren. Und am liebsten auch, jetzt kann man sagen, das ist ja eine tolle Sache, ist ja keine Strafe, wenn sie mit der Familie wegfahren. Ja, weil wir haben eine Erfahrung gemacht, der Herd wird erst dann geändert, wenn die Frau des Konstrukteurs die Finger verbrannt hat. Ja, dann gibt es daheim so viel Druck und dann gehen die Änderungen viel schneller, als wenn wir das sagen. Also wir wollen, dass gerade die Konstrukteure, dass die wegfahren, dass die wissen, was gut ist und was schlecht ist, dass die selber mitdenken für den Kunden. Ja. Also es ist so bei meinem Fahrzeug zum Beispiel, da sind jetzt Leuchten unten drunter eingebaut und wenn ich immer Fernsehen gucke, die blenden mich. Jetzt habe ich schon nach Abdeckungen gesucht, das hat noch nie einer gesehen. Ja, Aber ich kann dir einen Tipp geben. Ja. Kauf ein Euromobil. Ja, okay. Stark. Ja, man sieht die Integration, das Vollintegrierte, das ist natürlich ein Panorama pur, auch schon während der Fahrt, gell? Ja, das zum einen, und du siehst auch eines, wenn du von hier kommst, fällt dir etwas auf, was hier anders ist bei vielen Vollintegrierten. Ja, das ist kein Bett. Kein Bett, Es ist es ist kein Hubbett drin und damit gehen die Schränke, bilden einen Abschluss. Unten drunter geht es trotzdem optisch weiter. Das heißt, dieses wirkt wie ein Wohnraum. Und man sieht nicht, dass der Sitz, der gerade in unsere Richtung gedreht ist, eigentlich der Beifahrersitz ist. Ja, es gibt viele, die nehmen sich das Hubbett, brauchen es nie, machen sich den Wohnraum komplett kaputt, die Stehhöhe ist nicht mehr da und so weiter. Klar, das ist so eine Sache, die sollte man sich gut überlegen, oder? Die wenigsten Fahrzeuge werden ohne Hubbett bestellt. Bei uns kostet es, glaube ich, bei Automobil gar keinen Aufpreis, ob jetzt mit oder ohne Hubbett. Weil einmal musst du das Hubbett bauen, einmal muss man die Innenausbau bauen. Viele Kunden kaufen es sich, weil die Verwendungsmöglichkeit für ein Hubbett natürlich besser ist, wenn ich den Wagen als Gebrauchtwagen verkaufen will. Ja? Der Wiederverkauf. Und viele Kunden, die brauchen 2 Betten, ganz einfach, weil einer von beiden schnarcht. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ganz direkt gesprochen, das ist der Grund, weshalb Hubbetten verkauft werden. Ja? Der Rotwein macht's, ja. Außerdem, die Hubbetten sind riesengroß. Es gibt auch Leute, die schlafen auseinander, was weiß ich. Ja. Also bei mir ist tatsächlich der Sohn auch mit dabei, ab und zu mal. Ja, die Polster, wer ist denn zuständig für die Polster, das Design? Wir haben Designer für verschiedene Unternehmensfunktionen. Also wir haben Außendesigner, Innendesigner und Polsterdesigner. Ja, das heißt, das sind Agenturen, die machen Gestaltung. Ja, und zum Beispiel hier, das ist ja ganz trendy, keine festen Kissen, also diese Kissenlandschaften, damit lieber ein bisschen mehr als zu wenig Kissen. Dann wieder diese raueren Stoffe. Ja, also das weiß ich auch, viel mehr weiß ich auch nicht, weil ich dann schon seit Jahren draußen bin, weil das ja eine Kunst für sich ist. Ja, manchmal übertreiben die dann auch, dann kommt das, was dann sehr trendy ist, aber letztendlich müssen wir das verkaufen, was unsere Kunden wollen. Ja, und man muss auch hier, das ist auch eine Frage der Erfahrung, die Märkte kennen. Ja, weil in Skandinavien werden andere Stoffe gekauft als jetzt zum Beispiel in Südeuropa. Ja, es hängt zusammen mit, wie viel Zeit verbringe ich im Fahrzeug und draußen. Ist es dunkel oder hell draußen? Wie ist die Stimmung? Also spielen viele Faktoren eine Rolle. Stark finde ich hier den Ofen, den Herd, sorry. Das ist auch was ganz Außergewöhnliches. Ihr habt natürlich den Platz, um es, sag mal, auch einzubauen. Und ich zeige mal gerade was ganz Schönes, dass die Mischarmatur, das ist wie zu Hause. Ja, das ist wie zu Hause. Ja, also besser als zu Hause, würde ich mal sagen. Bei den meisten Kunden daheim gibt es sowas nicht, bei mir auch nicht. So, jetzt mach mal bitte hoch. Und so, hier dann die... Toll. War auch wichtig, dass du es zweifach getrennt hochmachen kannst. Wenn du nur 2 Flammen brauchst, dann ist es vielleicht besser zum Abstellen, wenn du die 3. Flamme zu hast. Oder wenn du nur dir eine Wasser warm machst oder so, dann kannst du auch das zulassen und kannst dann irgendwas hier drauf stehen lassen. So. Ja, und das ist natürlich ein bisschen auch stylisch heute, dass man diese aufgesetzten Armaturen hat. Das hat man ja im Hausbereich auch. Ja, man kann es auch einlassen, aber das ist im Augenblick gerade, was die Leute wollen. Wir sind ja immer an der Schnittstelle, wir wollen Dinge machen, die praktisch sind, aber wir wollen natürlich auch mit der Zeit gehen. Also Hässlichkeit verkauft sich nicht. Das hat schon der Designer Raymond Loewy gesagt. Ja, und, zu Recht. Ja, genau. Und als seine Züge gemacht hat und seine Automobile. Und hier ist es ja auch so. Wir waren viele Jahre, haben wir kokettiert damit, mit Automobil, dass wir zwar nicht sehr schön sind, aber robust wie ein Bock. Ja, aber es aber ist schön, natürlich noch besser, wenn man auch schön ist. Ja, das ist schönes hier Hochglanz.
Und Holz. Und hier habe ich einen Dunstabzug hier vorne. Ja, das ist ein Dunstabzug. Zack. Das ist jetzt hier. Wie zu Hause. Das ist hier. Und der geht auch nach draußen oder ist es Umluft? Das ist jetzt, nee, geht nach draußen. Das geht dann hier, darf man aufmachen? Ja. Da wird dann die Luft nach außen. Das ist ja genial, oder? Ja. Genau. Ja, aber ich meine, das ist ja. Ja, weil viele auch jetzt in der ganz großen Klasse, die haben hier oben den Lüfter drin, den Elektrolüfter mit drin. Da geht es dann einmal quer durchs Auto durch. Ja, und hier, ich sauge es direkt da ab, wo es passiert. Also bei den ganz, ganz großen hast du hier was und hier was, wie bei uns. Ja, ich habe so mittleren. So, der stark ist hier auch der Platz. Das heißt, ich habe wirklich viel Platz. Ja, guck mal hier. Was ist das? Steckdosen? Ah nee, die Kaffeemaschine. Da kann die Kaffeemaschine angeschlossen werden. Ja. Dann kochst du deinen Espresso und dann machst du es wieder hoch und dann ist sie wieder weg. Ja. Toll. Warte mal, ich mach mal das hier weg. Nicht, dass das hier. Die Kaffeemaschine. Ja. Gut, da kann noch nichts passieren. Hab die Steckdose da reingebaut. Ja, die Steckdose, die geht mit der Kaffeemaschine hoch und runter dann. Ja. Ja, das haben wir ordentlich gelöst. Ein Schwerlastauszug. Ja, also das ist, das siehst du hier mit den ganzen Manschetten, das ist zum Schutz des Elektrokabels, da darf natürlich auch nichts passieren, ja. Und hier läuft ein Band, hier läuft nicht irgendein, ja, weil das soll ja auch noch in 5 Jahren funktionieren, ja. Also da sind wir schon, das wird hochgezogen von diesem Band. Ja. Ah, okay, deswegen kann auch gar nichts passieren. Das heißt, wenn es unten angekommen ist, da geht es einfach weiter, das Band wird lockerer, Ende. Ja, genau. Ja, genau. Aber wichtig ist ja, dass das gezogen wird, ja. Dass es hält zum einen und dass es auch ordentlich gezogen wird. Nützt ja nichts, wenn das dann rumpelt. Und dass es unter Spannung vielleicht ist, dass es auch nicht klappert. Ja. Genau. Also da haben wir häufig Lösungen, die sind deutlich teurer, was mich dann kalkulatorisch natürlich immer ärgert. Aber damit haben wir auch etwas, was dauerhaft hält und das freut die Kunden, dann kommen die ja wieder zurück zu uns. Boah, das ist ja natürlich stark. Das heißt, ihr seid jetzt auf einer Messe, wo man dann bangt, ob die Messe überhaupt stattfindet. Ich nehme an, ihr plant die monatelang vorher, so einen Stand, den macht man ja nicht mal eben, oder? Ja. Das ist so, und dann heißt dann vielleicht 2 Wochen vorher, sie findet nicht statt. Fürchterlich, oder? Da haben wir natürlich schon auch gewisse Skepsis gehabt, aber die Messe Düsseldorf, muss man sagen, hat seit Mai ein Hygienekonzept ausgearbeitet, immer in Abstimmung mit dem Innenministerium hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben uns natürlich auch danach zu richten. Das heißt, jeder Stand hier muss ein Hygienekonzept erarbeiten und vorlegen. Das haben wir auch gemacht. Ja, es ist ja Maskenpflicht. Wir haben jetzt keine Maske nur für die Aufnahmen. Haben wir draußen auch schon den anderen verkündet, damit keiner denkt, wir laufen hier ohne Maske rum. Aber das wird hervorragend angenommen von den Kunden. Ist toll, wie die Messe läuft. Also was ich toll finde, ihr habt euch ja wirklich Gedanken gemacht, hier weiße Leuchten, ihr hättet ja auch eine andere nehmen können, geht ja gar nicht. Also erstmal einen Lieferanten zu finden, der so eine Leuchte liefert, oder? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und vor allem so praktische Features hat wie sowas hier, dass du drauf drückst und dann ist das Licht an. Ne? Oder hier so ein kleines Detail, das Licht, das bricht sich hier oben und macht es weiß. Ja. Das ist stark. Sag mal, wenn du hier so ein Fahrzeug jetzt designst, ja, ich habe das letzte Mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, die haben das teilweise mit dem ganzen Team ein Dreivierteljahr aus dem Boden gestampft. Ja? Ihr seid schnell oder dauert das ein bisschen? Das dauert mindestens ein Dreivierteljahr. Also in der Regel dauert es, zum Beispiel das Projekt mit dem Mercedes, das dauert über 2 Jahre. Weil da ist ja Fahrwerk dran, dann ist Aufbau da dran, dann ist es die Technik, gerade die Elektrik, die Schnittstelle, die wir haben zum Mercedes-Benz-Fahrgestell hin. Da gibt es viele, viele Dinge. Und das Gestaltung hier innen drin, ich sagte dir ja vorher schon, wir machen das mit Designern und bei uns die Technikabteilung, da haben wir auch einen Technikleiter, den Frank Lessmann, der auch richtig Designanspruch hat, ja, wo den man manchmal bremsen muss, aber da würde sowas nicht vorkommen, dass das die falsche Farbe ist. Und das ist wichtig, dass einfach die Kollegen einen richtig, richtig guten Job machen wollen, dass das Ganze rund ist. Ja, wir suchen immer nach, wir nennen das Stoppern. Ja, wenn du reinkommst in so ein Auto und dann ist irgendwas, zack, und du sagst, das ist aber komisch. Ja, und diese Stopper, die müssen weg. Das kann eine Farbe sein, das kann eine Form sein, das kann ein Material sein, was einfach nicht dazu passt. Und das... Ich frage mal gerade die Patricia, du studierst Journalismus. Ich habe dich mitgenommen, du hast vorher noch nie gecampt. Wir haben jetzt unzählige Videos gemacht. Ja, wir haben viele Leute kennengelernt, auch die Geschäftsführer von den jeweiligen Unternehmen. Du hast schon das Gefühl, er stirbt für sein Produkt, oder? Das heißt, er liebt es. Ja, auf jeden Fall. Also er vertritt die Marke richtig, richtig gut und ich bin auch absolut sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch so sagen soll. Ich habe keine Worte. Perfekt, ja.
Hast du gewusst, dass es sowas gibt mit diesen Fahrzeugen, mit der Inneneinrichtung, mit dem Holz, mit dem, wie man darauf achten muss, dass die Leute ihr eigenes Zuhause mit sich führen? Ich glaube, du studierst im Moment gerade, du hast andere Sorgen, oder? Als da. Ja, das stimmt. Also hätte ich mir wirklich nicht so ausgemalt. Also von dem Praktischen, auch von dem Komfort, von den Luxusansprüchen. Ich hätte es mir wirklich überhaupt nicht so vorgestellt. So, ja, die Frage, die sich ja stellt, das ist im Grunde genommen, ist das so ein kleines bisschen die Lust der Freiheit, die man hier auslebt. In Amerika gibt es das schon sehr lange. Da fahren die ja von Pontius nach Pilatus. Ich glaube, durch die Öffnung von Europa ist Europa viel größer geworden. Ne? Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, das war früher schon, dass die Leute weit gereist sind. Aber ich interpretiere es anders. Jeder hat seine eigene Interpretation. Ich glaube, die Leute, auch die ältere Generation, kann mittlerweile Sprachen. Das war immer so ein Hemmnis, wenn ich kein Englisch kann oder kein Französisch, kein Italienisch, dass ich mich nicht traue, irgendwo hinzufahren. Und heute ist eigentlich jeder, der 60, 70 Jahre alt ist, der hat das gelernt. Und die Leute fahren einfach gerne in Gegenden, wo sie noch nicht waren. Auch dahin, wo sie schon waren, aber die sehen auch gerne was Neues. Und das ist schön, das kannst du ja mitmachen. So, ein kleines Detail zum Abschluss. Denn die Messe hat schon lange zugemacht. Wir könnten noch stundenlang reden. Aber das ist allein der Tisch, die Beine. Ich nehme an, die sind wirklich massiv, oder? Ja. Ja, nee, die sind nicht massiv, sonst wäre das Auto zu schwer. Sie sind stabil, ja, genau. Ja, aber das ist so ein Designmerkmal. Wenn da jetzt ein Fuß wäre oder der wäre in einer anderen Farbe, wäre es ein Stopper. Dann würde ich sagen, was ist denn das für ein pimpfiger Tischbein? Es würde vielleicht sogar technisch gehen, ja, aber da ist viel schöner, oder? Garantiert. Aber manchmal musst du die Dimensionen auch bewahren. Ja? Wenn du einen großen Tisch hast, dann musst du auch einen dementsprechend größer proportionierten Fuß haben dazu. So, wir gehen mal kurz raus. Ich zeige nochmal gerade für alle Leute, die es interessiert, wie das Fahrzeug heißt, wenn Sie gerade erst zugeschaltet haben, Integra i890 EB für Einzelbetten. Die Länge, ich zeige es mal gerade, sind 8,99 Meter, die Breite 2,32 Meter, Höhe ist knapp 3 Meter und ja, der Preis sind 136.480 Euro. Holger, eins von ganz vielen Fahrzeugen. Das heißt, die ganze Halle ist voll, aber Euramobil, das ist dein eigenes Kind. Kann man das sagen? Ja, das ist unser Kind. Wir sind ein Team. Ja, und dieses Team in Sprending, wir bauen gerne diese Autos und wir haben einen hohen und auch einen ehrlichen Anspruch, ordentliche Qualität zu bauen. Und dafür stehen wir gerade. Ja, vielen Dank, Holger. Danke, tschüss.